Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, ja, die Freude über den Camaro, dass er jetzt wieder fahrbereit ist, währte nicht allzu lange. Ihr hattet ja so ein paar kleinere Videos gesehen oder auch auf Instagram hatte ich ja mal einen Post gemacht, wo ich Probleme hatte mit dem Gangwahlhebel. Das war alles von der, ja, sage ich mal, Problematik her noch relativ klein oder ja, unkritisch. Jetzt aber nach vielen Stunden, die ich da in Sachen Fehlersuche investiert habe, zum einen auch, weil mich der Hersteller der Zündanlage immer in Richtung elektrisches Problem geschubst hat, also MSD, ja, habe ich viele Stunden verschwendet mit Dingen, die nachher gar nicht ursächlich für den Fehler waren. Problem war ein mechanischer Fehler, und zwar ein mechanischer Fehler am Verteilerfinger. Der Verteilerfinger sitzt hinter der Ansaugbrücke, also hinter dem Luftfilter. Ich zeige das gleich in einer anderen Einstellung mal. Und greift sozusagen oder geht mit einem langen Stift in Richtung Nockenwelle. Auf der Nockenwelle ist so ein Zahnrad angebracht. Und über dieses Zahnrad, der Verteilerfinger unten hat auch ein Zahnrad, zeige ich euch gleich, wird eben durch die Drehung der Nockenwelle der Verteilerfinger angedreht oder angetrieben. Und je nachdem, in welcher Position der dann ist, also man stellt den Verteilerfinger üblicherweise immer so ein, dass er, wenn der obere Todpunkt von Zylinder 1, der sitzt da vorne rechts, also sprich auf der Fahrerseite vorne rechts, ich highlighte das mal, da ist Zylinder 1, stellt man den Verteilerfinger eben oder beziehungsweise den Zylinder auf den oberen Todpunkt, dann führt man den Verteilerfinger ein, positioniert den Verteilerfinger ungefähr, dass er so in diese Richtung von dem Zylinder 1 zeigt, damit eben wenn ein Zündsignal kommt, dieses dann auch über den Verteilerfinger nachher das Zündsignal an das Zündkabel vom Zylinder 1 weitergibt. Deswegen ist da die Positionierung so. Wird gleich noch mal ein bisschen transparenter, wenn ich den rausgezogen habe. Nur mal so ein paar grobe Infos vorab. Wie gesagt, Nockenwelle treibt diesen Verteilerfinger an, Innenverteilerfinger, rotiert dann eben der Kontakt immer in Richtung dessen Zylinder, der gerade zünden soll. Das Ganze passiert immer im Uhrzeigersinn und das heißt, man hat dann sozusagen die Kabel, schließt man da auch entsprechend der Zündreihenfolge an. Also hier bei dem, es ist so ein etwas neuerer GM-Motor, wäre es 1, 8, 7, muss ich nochmal auf dem Handy gucken, wie die genaue Reihenfolge war. Ich blende euch das auch gleich nochmal unten im Video ein, wie da die Zündreihenfolge ist von den moderneren Chevys. Also die Zündreihenfolge ist dann 1, 8, 7, 2, 6, 5, 4, 3. Wie gesagt, ist halt da eine etwas modernere Zündreihenfolge, als man das normalerweise kennt von diesen alten Chevy-Motoren. Aber hier ist eben schon so LS-Style, sage ich mal, von der Zündreihenfolge. Und wie gesagt, rotiert dann eben im Uhrzeigersinn und gibt dann das Zündsignal immer an den jeweiligen Zylinder. Ja, und nachdem ich, wie gesagt, viele Stunden investiert habe, da mache ich noch ein eigenes Video, das könnt ihr dann sehen, wo ich euch aufgrund meiner Erfahrungen so ein paar Tipps mitgeben würde, wenn es darum geht, MSD, Zündanlage, Fehleranalyse bei fehlenden Zündfunken, in welcher Reihenfolge ich vorgehen würde, jetzt mit den Erfahrungen, denn dann spart man sich viel unnütze Arbeit, wenn man erstmal die einfachen Sachen ausschließt, anstatt immer gleich in Richtung Elektronik zu gucken. Aber wie gesagt, das kommt in einem anderen Video. Und jetzt hätte ich gesagt, positioniere ich einmal die Kamera um und wir ziehen einmal den Verteilerfinger. So, der Verteilerfinger. Das ist dieses Teil, was ihr da hinten jetzt seht, den Deckel, den Verteilerdeckel, den habe ich jetzt schon abgemacht, der sitzt da normalerweise oben drauf. Den muss man auch normalerweise markieren, das habe ich auch gemacht, weil ich wusste ja am Anfang nicht, dass es ein mechanisches Problem ist. Habe ich den markiert, sozusagen einen Strich gemacht von dem Gehäuse, von dem Verteiler auf den Deckel, dass man es wieder in die gleiche Position bringen kann, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich den rausziehe, die Zündung ist sowieso komplett verstellt und deswegen hatte ich auch keinen Zündfunken, weil sich das Ding gar nicht mehr dreht. Rausgefunden habe ich das, indem ich den Deckel abgenommen habe, bin dann hier gestanden, habe den Deckel so gehalten, hatte hier von der Zündspule das Kabel abgesteckt, damit kein Zündfunke entsteht, hatte die Benzinpumpe abgeklemmt und drinnen hat jemand gestartet und habe ich gesehen, hat sich hier der Verteilerfinger gar nicht gedreht. Dann habe ich hier hingefasst und konnte den ein bisschen bewegen, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Der sollte immer fix in der Position sein, sobald er einrastet. Ich konnte den ein bisschen bewegen, dann hat er wieder arretiert, dann hat wieder gestartet und dann hat sich ca. 200 Grad gedreht und wieder aufgehört. Und da war mir klar, grande Malheur, Katastrophe. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Normalerweise wird der hier vorne
oder hier hinten, je nachdem. Bei mir war es jetzt hier vorne mit so einer Klammer gehalten und einer Mutter. Damit der unten bleibt, zeige ich euch gleich, habe ich schon ausgebaut. Deswegen kann ich den jetzt hier einfach rausziehen. Müsst ihr so ein bisschen drehen, ist ja eine Verzahnung, wobei da nicht mehr viel übrig ist. Das ist jetzt der Verteilerfinger. Das Ganze nennt sich MSD Pro Billet. Die Idee ist, wie gesagt, dieser Schaft sitzt unten in Richtung Nockenwelle und diese Verzahnung, die bei mir komplett zerstört ist, die greift eben in eine entsprechende Verzahnung an der Nockenwelle. Und wenn die Nockenwelle sich dreht, dreht sich dieser Finger oder beziehungsweise halt dieser Schaft. Der Schaft treibt dann hier oben den Finger an und der Finger rotiert im Uhrzeigersinn und gibt dann den Zündfunken, der hier oben ankommt, immer weiter an den Zylinder, in dessen Richtung er zeigt. Deswegen das, was ich vorher am Anfang erzählt habe, wenn man die Zündung einstellt, sucht man den oberen Todpunkt von Zylinder 1, dann führt man diesen Verteilerfinger ein und lässt eben den Verteilerfinger in Richtung des Zylinders 1 zeigen, setzt dann den Deckel, also den Verteilerdeckel auf und muss darauf achten, dass an der Außenseite des Verteilerdeckels ist ja sozusagen die Führung oder sage ich mal das Zündkabel so angedeutet, also sprich so eine virtuelle Zündkerze. Und dann muss man eben darauf achten, dass diese äußere Markierung, also diese Wulst, hier mit dieser Richtung des Fingers übereinstimmt, damit eben, wenn, wie gesagt, die Position erreicht ist und von der Steuerbox das Signal kommt, jetzt zünden, damit der Zündfunke auch wirklich auf das entsprechende Zündkabel geht. Ansonsten, wenn das eben nebendran steht und hier sozusagen hier wäre dann sozusagen der Anschluss für das Zündkabel und er zündet aber nebendran, zündet er zum einen entweder den falschen Zylinder oder irgendwo dazwischen. Deswegen ist eben wichtig. Hier innen drin sitzt der sogenannte Magnetic Pickup. Da ist so ein Schaufelrad, das fährt da an diesem Magnetic Pickup vorbei. Dadurch wird eine Spannung indiziert und das ist das Signal fürs Steuergerät. Aber auf diese Details gehen wir dann in dem Video drauf ein, wo es um die Fehlersuche geht. So, und was ist bei mir jetzt passiert? Die Kamera das scharf stellt. Ich denke, man kann das sehr gut erkennen, dass ich hier massive Schäden habe. Also normalerweise sieht das deutlich anders aus. Hier ist jetzt unheimlich viel Material abgetragen, das ist auch messerscharf. Also das ist wirklich, wirklich unfassbar, wie viel Material da wegging. So, und wenn wir jetzt von oben drauf gucken, können wir sehen, dass da teilweise wirklich Ritzel weggebrochen sind. Also das ist schon echt heftig. Also hier haben wir noch relativ viel Ritzel. Und wenn wir jetzt hier an die Stelle gehen, ist praktisch gar kein Ritzel mehr vorhanden. Also komplett abgeschert. Hier innen drin ist übrigens der Anschluss, der dann in die Ölpumpe greift, um die Ölpumpe anzutreiben. Also, ja, wirklich heftige Geschichte. Mein Motorenbauer meinte, das liegt irgendwie daran, dass die Qualität von diesen Gears oder halt von diesen Zahnrädern nachgelassen hat. Da gibt es wohl immer mal wieder schlechte Chargen. Das passiert so bei 10% der Kunden, meinte er. Es ist halt echt der rote Faden in meinem Leben. Ne? Also Autos, Werkstätten, es ist irgendwie, das ist echt heftig. Also ich hab echt große Sorge. Ich meine, es waren jetzt nicht viele Kilometer, ne? 350, auch mit Einlauföl. Ich habe große Sorge, dass durch diese massiven Abriebe, und da müssen ja auch Stücke irgendwo rausgebrochen sein, also weil hier ja wirklich, also hier ist wie so die ganze Flanke weg. Ich habe massive Sorgen, dass das in die Lagerschalen gegangen ist, dass das sich in den Zylinderwänden verteilt hat. Mein Motorbauer meinte, ich brauche mir da keine Sorgen machen, das würde im Ölfilter landen und das sei ein weiches Material. Aber also das ist rasiermesserscharf und selbst wenn es weich ist, ist es halt ein Material, was... Also ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht passiert wäre. Ich werde jetzt mal das Endoskop anschmeißen und mal gucken, ob ich sozusagen also hier ist ja normalerweise so ein Schaft, wo das drin sitzt und der ist jetzt offen, dass ich da das Endoskop mal einführe und mal schaue, ob ich da ein paar Bilder machen kann, ob man irgendwas erkennen kann an dem Ritzel von der Nockenwelle. Weil wenn jetzt nicht nur hier eine Beschädigung da ist, sondern auch am Ritzel an der Nockenwelle, also dann glaube ich, kommt man nicht drum herum, dass man das Ding nochmal auseinandernehmen muss. Wenn da auch an der Nockenwelle Schäden sein sollten, ist auf jeden Fall heftig. Also ich bin echt schockiert. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, aber ich habe das ein Jahr auf das Auto gewartet, für meine Verhältnisse viel Geld dafür bezahlt. Und ich mache da jetzt niemanden einen Vorwurf, ne? Also das kann immer mal passieren, aber
es wäre mir lieber gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Tja. Hier ist übrigens jetzt dieser Halter, der das Ganze dann hier so sichert. Der sitzt hier oben und wird am Motorblock verschraubt und verhindert eben, dass das Ding rauswandern kann. Was jetzt wirklich die Ursache ist, Materialfehler oder gegebenenfalls falscher Abstand oder alles mögliche, ich weiß es nicht. Bin da kein Spezialist, aber ich hätte gesagt, wir schauen jetzt mal mit dem Endoskop. So, ich hatte jetzt mal 3 Zündkerzen rausgenommen. Bei 2 Zündkerzen war der Kolben ganz oben, da konnte ich nicht wirklich was erkennen. Ich habe jetzt dann mal noch die Zündkerze am Zylinder 1 rausgenommen. Da war der Kolben ganz unten. Was mir aufgefallen ist im Vergleich zu den anderen Zündkerzen, das kann aber jetzt natürlich auch durch die vielen vergeblichen Startversuche gekommen sein. Die Kamera stellt wieder nicht scharf. Und zwar ist es, dass die Zündkerze deutlich feuchter ist als die Zündkerzen auf den anderen Zylindern. Also zumindest als auf den anderen beiden Zylindern, die ich mir angeschaut habe. Da war die Zündkerze furztrocken und auch so leicht, ja, so ein heller Ton. Diese Zündkerze hat diesen hellen Ton nicht und ist relativ feucht. Und ich hatte ja bei den Startversuchen dann immer die Benzinpumpe abgeklemmt. Deswegen wundert mich das jetzt so ein bisschen. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die Aufnahmen zum einen vom Schaft, also sprich vom Schaft, vom Verteilerfinger. Da ja, kann ich natürlich ein bisschen Verschleiß an der Nockenwelle oder beziehungsweise an dem Rad der Nockenwelle sehen. Ich blende das jetzt mal ein. So, jetzt gehen wir hier durch die Öffnung, wo normalerweise der Verteilerfinger sitzt. Wir sehen jetzt hier die Aufnahme von der Ölpumpe. Da steckt der Verteilerfinger dann normalerweise drin oder greift da rein. Und hier jetzt ins Bild kommt eben das Ritzel von der Nockenwelle. Wir sehen hier auch Verschleiß, auch eine Verfärbung, ist also Temperatur da gewesen. Der Verschleiß ist jetzt nicht so groß wie auf der Verteilerfingerseite, zum Glück, aber definitiv an der Kante ist auch ganz klar Verschleiß zu erkennen. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist hier diese Position der Ölpumpe. Also dieser Schaft, der ist ja extrem in eine Richtung verschoben. Nicht, dass der da schleift und ich weiß es nicht. Das könnte noch so eine Sache sein. Das muss ich halt auch meinen Motorenbauer mal fragen. Ansonsten große Stücke kann ich jetzt nicht sehen. Aber wie gesagt, Verschleiß ist auf jeden Fall da und die Position dieser Ölpumpe irritiert mich massiv. Nicht, dass die nachher Auslöser war für sozusagen diesen hohen Verschleiß. Mal gucken. Also Verschleiß scheint da zu sein, aber es sieht jetzt bei weitem nicht so dramatisch aus wie hier. Also dieses Material soll scheinbar auch deutlich weicher sein, dass, wenn sowas passiert, eben nicht die Nockenwelle kaputt geht. Ich mache mir halt trotzdem Sorgen wegen dem Abrieb. Und jetzt zeige ich euch mal noch die Aufnahmen aus dem Zylinder 1. Insgesamt können wir jetzt sehen, ist das alles sehr sauber. Wie gesagt, ist ja auch kaum Kilometer jetzt auf dem Motor drauf. Aber ich kann schon auch ja, Riefen erkennen. Es sind nur ganz leichte Riefen, aber man kann durchaus ringsherum so gerade Riefen erkennen. Ob das jetzt normal ist während der Einlaufphase, ist dann für mich auch wieder schwer zu beurteilen. Muss ich meinen Motorenbauer fragen. Und ganz unten am Zylinder scheint irgendwas, irgend so ein kleines Partikelchen oder so zu liegen. Das kann aber auch ein Stückchen ja, verbrannte Kohle oder irgendwas sein oder halt so Verbrennungsrückstände. Ich weiß es nicht. Insgesamt sieht der Zylinder aber, finde ich, sehr, sehr gut aus. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, mega dramatisch. Also vielleicht, auch wenn das jetzt hier extrem dramatisch aussieht, habe ich ja vielleicht trotzdem Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Werde ich jetzt mal den Experten ranlassen, meinen Motorenbauer. Aber ja, ich vermute, dieses Jahr wird es nicht mehr viel Content geben mit Camaro fahren. Da muss man jetzt erstmal wieder ein Plätzchen oder beziehungsweise einen Slot finden, wann das zeitlich passt. Und dann haben wir jetzt auch schon Juli. Also wird dann wohl ins zweite Jahr gehen mit der Standzeit. Ja, jetzt habt ihr die Informationen. So sieht das aus. Alles andere als schön. Aber ich bin es so ein bisschen gewohnt. Insofern, vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich die Verkabelung erneuere von den MSD-Komponenten. Mal gucken. Was ich auf jeden Fall als nächstes noch hochlade, ist ein Video, weil das hat mich echt geärgert. Ich habe ja mit MSD gesprochen und die Informationen, die mir gegeben haben, waren nicht zielführend für die Fehlerdiagnose. Da hätte man sich viel Zeit sparen können. Das heißt, als nächstes gibt es ein Video zum Sache oder beziehungsweise mit dem Thema Fehlerdiagnose bei MSD-Zündanlagen, damit ihr nicht ähnlichen schmerzvollen Weg gehen müsst wie ich. Und ja, ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches dabei. Drückt mir die Daumen, dass der Motor das überlebt hat und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.